Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns auf F27, den letzten fusionierten Server, der jetzt hier sich eingereiht hat und damit was ganz Besonderes geschaffen hat, und zwar die letzten internationalen Server aufgesaugt hat, die es noch da draußen gegeben hat. Und zwar ist Fusion 27 eine Fusion aus dem Server 57, 58, 59 und W60, und somit gibt es jetzt offiziell keine, und inoffiziell auch nicht, gibt es keine internationalen Welten mehr. Das war's. Es gibt jetzt nur noch europäische Server, fusionierte Server, ein amerikanischer Server, so, ne? Den könnten die eigentlich auch als Testserver machen, oder? Also mal so nebenbei jetzt hier. Da können wir mal F9 mal abschaffen hier, Amerika 1 nach vorne hier mit einem Testserver, so. Das wäre auf jeden Fall auch ein Vorschlag. Ja, es gibt jetzt nur Europa-Server und halt die fusionierten Welten, ne? Und die Fusionswelten halt, ne? Ansonsten die alten Spielwelten gibt es so nicht mehr. Wenn man hier draufklickt, kommt eine Fehleranzeige. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Genau, dann hängt sich das Spiel auf, funktioniert nicht mehr, wollte ich euch nochmal demonstrieren, ganz toll, ja. Und heute werden wir mal einen, ersten Einblick uns verschaffen auf den Server. Er ist jetzt schon 2-3 Tage draußen, also seit Freitag wurde er fusioniert, 16 Uhr. Wir haben uns schon ein paar Mal umgeschaut auf dem Server, aber er musste sich immer noch ein bisschen ordnen. Sorry, Frosch im Hals wie ein Franzose. Wir haben hier momentan fast 340.000 Spieler auf dem Server, ja, die hier fusioniert sind, und die letzten W-Welten waren ja jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig aktiv. Ich glaube, die internationale... Hallo? Okay, ich glaube, die internationale Welt... Was ist das jetzt hier? Hä? Warum kann ich jetzt hier nicht... Okay, wir laden das Spiel einfach nochmal neu. Ja, also es ist ja wieder hier großes Kino. Wir können nicht die Tasten hier von der Tastatur benutzen anscheinend. Ja. Das gibt es doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hä? Was ist das denn? Schreibt meine Tastatur jetzt gar nicht mehr, oder was? Jetzt muss ich mal gucken hier. Hey. Das ist ein Ingame-Problem. Okay, gut. Wer weiß, nur Gott weiß, was hier gerade schon wieder passiert ist. Auf jeden Fall haben wir hier die Fusion 27 am Start und die Leute haben sich schon ein bisschen geordnet. Aber ich denke mal, das wird noch ein paar Tage, Wochen brauchen, bis sich hier auf jeden Fall alles dann so ergeben hat, beziehungsweise einkategorisiert hat, wie es sich dann halt gehört. Momentan sehen wir aber, dass hier zwei Gilden auf jeden Fall deutlich führen. Und zwar ist das einmal Worst Neighbor und einmal die Tavernenflotte. Ja, das sind so die zwei Gilden, die wir hier am meisten auf jeden Fall auf den ersten Rängen hier vertreten sehen. Und die hier jetzt so die Top-Ränge auf jeden Fall formen, ne? Wenn wir jetzt hier in die Gilden-Ehrenhalle schauen, dann sehen wir hier Entspann dich auf der 1. Ich glaube aber, dass die momentan noch nicht wirklich auf Platz 1 gehören. Wie gesagt, wir sehen hier sehr viele Top-Spieler aus den beiden Gilden hier zusammen. Aber wir haben hier auch viele andere gute Leute am Start, oder beziehungsweise Gilden, hier zum Beispiel Cross Guild hier mit der Leitung von Masked Man, den man ja nun auch kennt. Dynamo Gießkannen hat man auch schon mal auf jeden Fall gehört, ne? Unleashed kennt man auf jeden Fall auch. Worst Legion hier, ne? Ich weiß nicht, wie sehr die zu Worst Neighbor zusammengehören oder ob das ist, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall beides Worst im Namen. Circle of Doom ist komplett auseinandergegangen. Ich weiß nicht, wer hier vorher alles drin war. Auf jeden Fall, die Gilde hat es komplett zersprengt, auf jeden Fall. Ne? Und keine Ahnung, ob hier noch anderweitige Fusionen stattgefunden haben. Auf jeden Fall hat man am ersten Tag gesehen, kurz nach der nach der Serverfusion, dass hier einige Spielertransfers hier stattgefunden haben, auf jeden Fall. Und viele Wechsel definitiv hier drin waren. Ansonsten haben wir sogar die Endgegner auf dem Server. Ja, ich weiß allerdings nicht, wie gut die hier performen hier auf F27 oder ob die hier einfach nur ein bisschen so, ja, lazy spielen, sag ich mal. Ansonsten, wenn man mal so ein richtiges Bild haben will über die aktuelle Ehrenhalle, ist seit
heute die Statistik jetzt online hier in dem Webshop. Hier sehen wir schon mal die Spieler geordnet nach der höchsten Stufe. Wenn wir das Ganze mal hier so tauschen nach den Total Stats, Main-Attribut plus Ausdauer, dann sehen wir auch hier eine Mischung aus der Tavernenflotte und den Worst Neighbors, so wie wir das auch jetzt hier in der Rangliste gesehen haben von dem Server. Und wenn wir jetzt mal hier auf Gilden klicken, dann wird das Bild auf jeden Fall ein bisschen klarer. Es hat noch nicht so eine Aussagekraft, sag ich mal, weil wir sind hier geordnet jetzt nach Stufe des Durchschnitts, der Durchschnittsstufe der Gilde, und da ist momentan die Tavernenflotte auf Platz 1, heißt immer nicht automatisch, dass das grundlegend auch die stärkste Gilde sein muss, weil es ist halt nur das Level, aber es ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass da auf jeden Fall halt eben sehr viele starke Spieler in der Gilde sind und halt eben im Durchschnitt das höchste Level halt eben formen. Und Worst Neighbor hier auf Platz 2, gefolgt von Worst Legion, Unleashed Hogwarts, Primus Virtus, und dann kommt erst Entspann dich auf der 7, die jetzt halt momentan hier gerade auf der 1 stehen, ne? Und deswegen sage ich, das wird sich wahrscheinlich alles noch so ein bisschen formen und anpassen, deswegen das muss man auf jeden Fall beobachten. Schreibt mir mal sehr gerne rein, ob ihr auch hier auf dem Server spielt, beziehungsweise ob ihr einer der letzten W-Welten gewesen seid. Ich hatte hier ja auch damals gespielt gehabt auf dem Server, mit meinem Dorzer-Account, beziehungsweise habe ich hier mehrere Accounts auf W6, auf dem F24, weil ich die letzten W-Welten alle mal so ein bisschen mitgespielt hatte. Mein höchster Account, den ich hatte, war W60 net. So müsste der, glaube ich. Ja, genau. So war das. Den hatte ich fast auf 400 gespielt. W60 war ja damals auch eine sehr coole Zeit gewesen. Ne? Der letzte internationale Server, der Livestream dazu war legendär. Wer sich noch da an den W60-Serverstart erinnern kann, das war der schlecht performance Serverstart von der Connection her, den es eigentlich jemals gab. So eigentlich fast den ganzen Freitag konntest du dich fast gar nicht einloggen auf den Server, weil das so extrem geleckt hat die ganze Zeit. Da gab es danach dann noch hier Kompensationen wieder, so ein paar Entschädigungen und so, weil die Server-Performance so schlecht war an dem Server-Start-Tag. Da haben wir gelivestreamt, da war Ignil hier und wir waren mit Sergio im Call. Da waren sehr coole Dinge entstanden. W60 generell cooler Server gewesen, um viel Content rauszuholen auf dem Server. Unter anderem haben wir da ja auch unsere Bart-Challenge gemacht, beziehungsweise hatte ich versucht, in einer bestimmten Zeit Stufe 400 zu erreichen, habe ich nicht geschafft. Und ich hatte meinen Bart so lang wachsen lassen bis dahin. Ne? Und dadurch, dass ich es halt nicht geschafft hatte, musste ich halt den Bart komplett abrasieren. War auch sehr legendär, also auch viel Content daraus gemacht. Genau, dann hatte ich danach hier so eine Gilde gegründet, wo ich dann noch mehr Content danach rausgeholt hatte, und zwar einer gegen 50, weil ich hier schon einen relativ starken Account auf dem Server halt eben hatte, ne? Habe ich halt eben mir gedacht, okay, wenn du so einen starken Account hast, können wir ja mal versuchen, wie weit wir kommen, alleine gegen 50 Leute hier zu spielen auf dem Server, und beziehungsweise nicht gegen 50 Leute, sondern gegen 50 Raids. Ne? Wie weit kommt man als Einzelperson, wie weit kommt man da in den Raids so, ne? Mit Stufe knapp 400, und wir sind hier anscheinend bis 48 gekommen, danach hatte ich dann nicht mehr weitergemacht. Jetzt habe ich den Account nicht mal mehr in meinem SF-Account drin. Ja, da musste ich erst wieder gucken, wie ich da rankomme, wegen Passwort und sowas auch, kein Plan. Unresolved scheint ja auch noch drin zu sein, ja, aber auch inaktiv natürlich. Genau, und generell war W60 schon eine sehr coole Zeit. Das muss man schon sagen, und deswegen, der Server hat mir auch viel Spaß gemacht, der war auch ziemlich gehypt gewesen auf jeden Fall. Und dadurch, dass es der letzte internationale Server war, waren auch viele Leute drauf gewesen. Deswegen, ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier auf F27 dann entwickelt, weil hier haben wir halt eben auch ziemlich starke Konkurrenzgilden hier, ne? Wie gesagt, ich selbst spiele ja hier nicht mehr drauf, aber es ist auf jeden Fall interessant, immer mal so zu gucken, wie sich so die Serverdynamiken nach so einer Fusion hier entwickeln. Ne? Wie gesagt, viele Spieler wurden hier auch, glaube ich, entfernt, viele inaktive Accounts, weil das insgesamt wahrscheinlich deutlich mehr Spieler gewesen sind als jetzt diese 340.000. Ich glaube, das war, keine Ahnung, schon, ich glaube, die Hälfte oder so, oder noch mehr als die Hälfte, war allein schon W60, glaube ich, registriert gewesen. Da waren auch richtig viele Spieler drauf. Deswegen, das auf jeden Fall dazu. Ne? Ich werde mal irgendwann in Zukunft nochmal reinschauen, gucken, wie sich das hier angepasst hat. Ne? Und dann schauen wir einfach mal,
wer dann hier oben ist, beziehungsweise, jo, wie gesagt, dann so die Verhältnisse sind. Spätestens zum nächsten Elevator sieht man dann auf jeden Fall, wer hier dann das Rennen macht. Ich denke mal, das wird auch ziemlich interessant werden. Vor allen Dingen hier gerade eben auf solchen Servern, die frisch fusioniert worden sind. Ne? Jo, aber das soll es erstmal soweit dazu gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Falls ihr mehr von F27 sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank für alles. Haut rein und bis zum nächsten Mal.